Ein 40 Kilo schwerer Dobermann verschwand jede Nacht um Punkt 3 Uhr aus dem Bett seiner Besitzer. Wochenlang hatten sie keine Ahnung, wohin er ging. Doch als diese Mama ihm endlich folgte, ließ das, was sie im Zimmer ihres Babys entdeckte, ihre Tränen fließen. Sabine hatte nie geplant, einen Dobermann zu haben. Als ihr Mann Markus vor 4 Jahren Duke nach Hause brachte, versteckte sie ihre Bedenken nicht. Ein Dobermann? In ihrer kleinen Wohnung in Hamburg? Sie hatte all die Geschichten gehört. Aggressiv, unberechenbar, gefährlich. Die Art von Hund, bei der Fremde die Straßenseite wechseln. Aber Markus hatte Duke aus einem Tierheim in Bremen gerettet, wo er 2-mal abgegeben worden war. Einmal, weil er zu intensiv war. Einmal, weil er die Nachbarn erschreckte. Mit 2 Jahren war Duke bereits als unheilbar abgestempelt. Sabine erinnert sich an ihre erste Begegnung. Duke kam herein, ganze 40 Kilo geschmeidiger schwarzer Muskel, und setzte sich direkt zu ihren Füßen. Er bellte nicht, sprang nicht, schaute sie nur mit diesen bernsteinfarbenen Augen an, als würde er um Erlaubnis bitten, in ihrem Raum existieren zu dürfen. Er ist nicht das, was ich erwartet hatte, gab sie zu. Innerhalb eines Monats hatte Duke seinen Platz auf dem Sofa beansprucht, das Geräusch von Sabines Auto aus 3 Straßen Entfernung gelernt und eine Obsession entwickelt, einen Stoffelefanten herumzutragen, der fast so groß war wie sein Kopf. Der gefährliche Dobermann stellte sich als einer heraus, der Angst vor Gewittern hatte und verzweifelt verliebt in Bauchkraulen war. Dann änderte sich alles. Sabine wurde geschwanger. In dem Moment, als man es ihr ansah, veränderte sich etwas in Duke. Er begann ihr überall hin zu folgen, nicht auf eine ängstliche Art, eher wie ein Schatten, der sich weigerte zu gehen. Wenn sie sich setzte, saß er neben ihr. Wenn sie ein Nickerchen machte, positionierte er sich zwischen ihr und der Tür. Er weiß es, sagte Markus eines Abends und beobachtete, wie Duke seinen massiven Kopf auf Sabines wachsenden Bauch legte. Sabine lachte es weg, aber tief im Innern bemerkte sie es auch. Baby Lena kam an einem kalten Novembermorgen. Als sie nach Hause brachten, näherte sich Duke der Babyschale langsam, seine kupierten Ohren nach vorne gerichtet, sein Körper völlig still. Sabine hielt den Atem an. Jede Warnung, die sie jemals über Dobermänner und Babys gehört hatte, überflutete ihren Kopf. Duke schnüffelte einmal, 2-mal, dann tat er etwas, das niemand erwartet hatte. Er legte sich direkt vor die Babyschale und bewegte sich 3 Stunden lang nicht. Von diesem Tag an ernannte sich Duke selbst zu Lenas persönlichem Wächter. Er schlief vor ihrer Kinderzimmertür. Er alarmierte sie bei jedem Weinen, bevor das Babyphone es überhaupt aufnahm. Er positionierte sich zwischen Lena und jedem Besucher, der zu schnell zu nah kam. Er behandelt sie, als wäre sie ihr eigen, bemerkte Markus. Aber es war das, was nachts passierte, das wirklich alles änderte. Es begann 2 Wochen, nachdem Lena nach Hause kam. Sabine wachte um 3 Uhr nachts auf und fand das Bett neben ihr leer. Nicht Markus, Duke. Der Hund, der nie das Schlafzimmer verließ, war weg. Sie fand ihn in Lenas Kinderzimmer, neben dem Gitterbett stehend, seine Augen auf das schlafende Baby fixiert. »Duke, komm«, flüsterte sie. Er bewegte sich nicht. Sie führte ihn zurück ins Bett, verwirrt, aber erschöpft. Vielleicht war es ein einmaliges Ding. War es nicht. Die nächste Nacht wieder, 3 Uhr. Duke war weg. Gleiche Position, gleicher intensiver Fokus auf Lena. Nacht 3, Nacht 4, Nacht 12. Jede einzelne Nacht um genau 3 Uhr verließ Duke das Schlafzimmer, ging leise zu Lenas Kinderzimmer und stand Wache neben ihrem Gitterbett bis zum Morgen. Sabine begann Wecker zu stellen, nur um ihn zu beobachten. 2:58 Uhr hob Duke seinen Kopf, 2:59 Uhr streckte er sich. Punkt 3 Uhr ging er zur Tür raus, als würde er eine Stechuhr bedienen. »Das ist krass«, sagte sie zu Markus. »Das ist, als wäre er programmiert.« Markus zuckte nur die Schultern. Vielleicht weiß er etwas, das wir nicht wissen. Also Leute, wenn ihr das hier seht und immer noch nicht abonniert habt, einfach drauf tippen. Ihr werdet es nicht bereuen. Sabine begann besessen davon zu verstehen, warum. Sie installierte eine Kamera in Lenas Zimmer. Sie schaute sich die Aufnahmen jeden Morgen an und suchte nach Hinweisen. Duke lief nicht hin und her, winste nicht. Er stand einfach nur da, schnüffelte gelegentlich in die Luft, immer in die gleiche Richtung schauend, zum Fenster. Eine Nacht nach etwa der 6. Woche beschloss Sabine, wach zu bleiben und in Realzeit zuzuschauen. Um 3 Uhr kam Duke pünktlich wie immer herein. Er nahm seine Position neben dem Gitterbett ein und dann bemerkte Sabine etwas, das sie in all den körnigen Kameraaufnahmen verpasst hatte. Duke stand nicht nur Wache, er hörte.
Seine Ohren rotierten wie Satelliten, seine Nasenlöcher blähten sich bei jedem Atemzug. Alle paar Minuten drehte sich sein Kopf zum Fenster, dann zurück zu Lena, dann zur Tür. Er führte eine Patrouille durch, eine stille, systematische Überprüfung jeder möglichen Bedrohung. Sabine spürte, wie Tränen sich bildeten, bevor sie verstand, warum. Krass, oder? Geschichten wie diese erinnern dich daran, warum manche Bindungen nicht erklärt werden können. Die Wahrheit traf sie auf einmal. 3 Uhr nachts war das, wann das Haus am verletzlichsten war, der tiefste Teil der Nacht, die Uhr, in der Sabine und Markus am tiefsten schliefen, die Uhr, in der Lena am einsamsten war. Und Duke, dieser gefährliche Hund, den 2 Familien aufgegeben hatten, hatte selbst entschieden, dass jemand während dieser Stunde über sie wachen musste. Niemand hatte ihn dazu trainiert. Niemand hatte gefragt. Er wusste es einfach. Das ist das Ding bei Hunden wie Duke. Sie beschützen nicht, weil man es ihnen sagt. Sie beschützen, weil etwas tief in ihnen erkennt, was am wichtigsten ist. Und sobald sie entscheiden, dass du zu ihnen gehörst, kann nichts auf dieser Welt das ändern. Lena ist jetzt 18 Monate alt. Sie läuft, spricht und ist völlig besessen von ihrem 40-Kilo-Schatten. Duke lässt sie auf ihm klettern, an seinen Ohren ziehen, seine Spielzeuge stehlen. Er folgt ihr tagsüber von Raum zu Raum mit der gleichen Hingabe, die er während seiner 3-Uhr-Schichten zeigt. Und ja, er macht es immer noch, jede einzelne Nacht. Sabine hat aufgehört, es zu hinterfragen. Jetzt lässt sie einfach die Kinderzimmertür offen und lässt ihn arbeiten. Leute fragen immer noch, ob ich nervös bin, sagte Sabine kürzlich. Ein Dobermann mit einem Kleinkind. Sie sehen die Rasse und nehmen das Schlimmste an. Sie lacht jetzt, wenn sie es sagt. Sie kennen Duke nicht. Sie wissen nicht, dass er nie einmal sie angeknurrt hat, dass er sie Futter aus seinem Napf nehmen lässt, dass er echte Tränen geweint hat, als sie krank war mit Fieber. Sie pausiert. Sie wissen nicht, dass während sie nachts sicher schlafen, mein Hund über meine Tochter wacht, als wäre sie das Kostbarste auf der Welt, weil sie das für ihn ist. Duke wurde 2-mal zurückgegeben, weil er zu viel war. Zu intensiv, zu beschützend, zu alles. Aber für Lena ist er genau richtig. Manche Hunde bewachen Häuser, manche bewachen Eigentum. Duke bewacht einen Herzschlag. Einen winzigen, zerbrechlichen Herzschlag, den er zu beschützen beschloss, von dem Moment an, als er ihn zum ersten Mal spürte. Der Hund, den niemand wollte, wurde zum Wächter, den ein kleines Mädchen nie vergessen wird. Und jede Nacht um 3 Uhr, während die Welt schläft, steht ein 40 Kilo schwerer Dobermann in der Dunkelheit und wacht über sein Mädchen. Nicht, weil ihn jemand darum gebeten hat, weil das einfach ist, wer er ist. Wenn ihr darüber nachdenkt, einen Hund in eure Familie zu holen, denkt daran, die andere aufgeben, sind oft die mit der meisten Liebe zu geben. Sie brauchen nur jemanden, der bereit ist, es zu sehen. Ist Dukes Hingabe Liebe oder Instinkt? Schreibt es mir in die Kommentare.